Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch 4 der letztes Jahr neu erschienenen Düfte von Yves Rocher testen. Zum einen habe ich Tropical Temptation, Celle d'Azur, Sable Fauve und Cuir de Nuit für euch. Ich habe keinen der Düfte bis auf Cuir de Nuit schon mal gesprüht und will jetzt mit euch ein First Impressions machen. Ja, alle, die neu hier sind, herzlich willkommen. Fühlt euch wohl, abonniert mich gerne und drückt auf die Glocke, damit ihr keine weiteren Parfum-Videos verpasst. Hier geht es ausschließlich um Parfum. Ja, und beginnen möchte ich jetzt mit Celle d'Azur. Das ist ein Duft mit Grapefruit, Zeder und Vetiver und ja, wenn man da dran schnuppert, riecht man schon, ja, so eine salzige Meeresbrise-Note, aber sprühen wir doch mal. Zitrisch. Die Grapefruit kommt auf jeden Fall gut raus. Hier muss man so ein bisschen warten, bis der Alkohol verflogen ist, weil der sonst in der Nase brennt. Ja, ich rieche so eine leichte Holzigkeit der Zeder. Vom Vetiver rieche ich noch nicht so viel. Ach so, Celle d'Azur heißt übrigens blaues oder azurblaues Salz. Ja, der Duft ist von 2019 und ich würde sagen, das ist eher so ein leichter Sommerwohlfühlduft. Ihr könnt ihn sicherlich auch im Winter sprühen, um ja, so ein sommerliches Feeling zu haben oder vielleicht auch zum Sport. Aber kommen wir doch mal zu dem nächsten. Und zwar ist das Tropical Temptation, die tropische Versuchung, hier mit Osmanthus und Bitterorangenschale. Der riecht jetzt leicht plastikartig bis chemisch am Sprühkopf, kann aber sein, dass das die Reste der Orangenschale sind. Der gefällt mir ganz gut. Also, oh, die Orange kommt hier sehr fruchtig raus. Oh ja, das ist ein schöner Gute-Laune-Duft. Irgendwer hatte letztens mal nach Orangensaftdüften gefragt. Der gefällt mir gut. Also bisher kommen mir beide Düfte sommertauglich und auf jeden Fall unisex vor. Ja genau, beide sind zwar für Damen deklariert, aber tragt, was ihr wollt. Der ist wirklich schön. Der ist sehr orangensaftig. Also bitter riecht er gar nicht. Osmanthus kann ich bisher auch noch nicht erkennen. Manchmal ist er ja so ein bisschen ja, überbordend und hat fast schon so eine erstickende Qualität, wenn man ihn überdosiert. Aber nach ätherischer Orangenschale riecht es jetzt auch nicht. Also es riecht wirklich richtig schön saftig, wie so ein frisch gepresstes Glas Orangensaft. Gefällt mir sehr gut. So, beim nächsten, bei Sable Fauve, also rotbrauner Sand. Mein Magen knurrt. Handelt es sich jetzt um einen Duft mit Tonkabohne, Benzoe und Zistrose. Also er könnte so leicht in die gourmandige bis orientalische Richtung gehen und sprühen wir ihn mal hier. Oh ja, das reicht schon. Ah, der erinnert mich an was. Das gefällt mir aber gut. An irgendwas erinnert der mich. An vielleicht irgendwas von Lubin? An Kismet oder an... Also er riecht so, als ob Patchouli drin sein könnte. Ist es aber nicht. Ein Patchouli-artiger Duft ohne Patchouli. Das ist witzig. Ja, die Zistrose kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, ich weiß, an was der mich erinnert. Stimmt gar nicht. Es ist gar kein Nischenduft, sondern dieser hier von Babylon Berlin Sünde. Der hat ja was relativ Ähnliches, obwohl hier noch Weihrauch drin ist, aber so in die ja dezent gourmandige orientalische Richtung. Eher ein Duft für den Abend, würde ich sagen. Auch eher für die kühlere Jahreszeit. Also jetzt könnte er wunderbar passen. Und hier bin ich wirklich überrascht. Also der riecht fast... Ich würde den jetzt gerne nochmal daneben sprühen, aber na, der ist ein bisschen sündiger. Ein bisschen verspielter, würde ich sagen. Und fruchtiger. Er hat noch so leichte Kirschtendenzen dabei, obwohl keine Kirsche mit verzeichnet ist in der Duftpyramide. Ja, gefällt mir ganz gut. Ist relativ erwachsen, aber auch hier würde ich wieder sagen, das ist auf jeden Fall ein Duft,
den man unisex tragen kann. So, und kommen wir jetzt hier zu dem letzten, den ich euch zeigen möchte. Das ist der Cuir de Nuit, also Nachtleder. Und wir haben hier eine Kombination aus Vanille, Pfeffer, Kakao und Kaffee. Eigentlich so total meine Noten, wobei Kaffee, ja, Kaffee nur dezent, würde ich mal sagen. Den habe ich schon mal gesprüht, den habe ich allerdings im Sommer bekommen und fand ihn da überhaupt nicht passend. Also mal gucken, wie er mir jetzt gefällt. Ja, sehr viel besser. Die Vanille kommt leicht holzig raus. Es ist kein billiges Vanillin, würde ich mal sagen, sondern hier wirklich, riecht mal an so einer richtigen Vanille. Die hat auch teilweise holzige, animalische Qualitäten, auch so eine dezente Säure. Und das ist hier ganz gut getroffen. Ja, dem Duft müsste ich auch noch mal ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln, aber der gefällt mir. Heute ist es wirklich wieder ein kalter Tag mit 10 Grad. Vorgestern hatten wir, glaube ich, 20 Grad, das war so ein bisschen verwirrend. Aber heute zu dem Tag passt dieser Duft wunderbar und ich bin froh, dass ich ihn ja, nicht direkt abgestempelt und in eine Ecke geworfen habe als absolut untragbar für mich, sondern für den passenden Duft braucht man eben auch immer die passende Gelegenheit, das passende Wetter und manchmal sogar auch die passende Stimmung, ja. So, ich schaue jetzt mal, wie sich alle bei mir entwickeln und melde mich dann gleich nochmal wieder. So, ihr Lieben, ein paar Stunden sind vergangen und ich möchte die Düfte jetzt nochmal zusammen mit euch Revue passieren lassen. Zuerst hatte ich hier Sel Azur aufgetragen. Der hat jetzt wirklich nicht besonders lang gehalten. Das ist eher ein Duft für den Sommer, zur kurzen Erfrischung und Abkühlung. Ja, zitrisch, Vetiver rieche ich dezent mit der Zeder, also ja, zitrisch-holzig. Ob er jetzt wirklich salzig riecht, kann ich nicht beurteilen, das finde ich eher weniger. Dann hatte ich hier Sable Fauve. Ja, also da muss ich sagen, das ist der potenteste mit der größten Sillage und erinnert mich wirklich sehr hier an den Babylon Berlin, aber auch zu gleichen Teilen noch an diesen Ebony Wood aus der Zara Emotions Collection. Das Video verlinke ich euch mal oben. Da hatte ich ja, mein allererstes Video ging ja über diese Zara-Düfte. Hier würde ich sagen, der ist schon sehr, ja, irgendwie vereinnehmend und man muss wirklich Lust auf diesen Duft haben. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn wirklich tragen werde und würde. Muss ich jetzt mal schauen. Er wird auf jeden Fall wunderbar zum Herbst- und zur Wintersaison passen. Welchen ich aber jetzt richtig toll fand, ist Tropical Temptation. Ja, die Orange verabschiedet sich so nach 1-2 Stunden und der Duft wird dann eben blumiger. Aber auf so eine ganz dezente Art. Osmanthus mag ich ganz gerne. Der hat ja noch so leichte Honigqualitäten, die hier ganz gut rauskommen. Und hier könnte ich mir auch vorstellen, dass ich den Duft wirklich so als Gute-Laune-Duft tragen werde und würde. Und mein Favorit, obwohl ich ihn beim allerersten Testen, als ich ihn bekommen hatte, gar nicht so toll fand, ist der Cuir de Nuit. Der hier wirklich mit einer, ja, eher authentischen Vanilleschote daherkommt, leichte Kakao-Aspekte mit dabei hat. Von Kaffee rieche ich allerdings nicht ganz so viel, also müsste ich noch mal gucken, wenn ich mich mehr damit einsprühe. Er hat so ein bisschen so einen gerösteten Charakter und eine gewisse Tiefe eben durch die angegebenen Noten und ja, er wäre jetzt mein Favorit. Es gibt aber noch 3 weitere aus der Reihe, die blende ich euch mal hier ein, auch so zusammen ungefähr mit den Duftnoten. Schreibt mir unbedingt, ja, ob ich die auch nochmal mit euch zusammen testen soll. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei euch auch für die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald und bleibt gesund.